Liest man die Wahlplakate zur kommenden Europawahl, geht es anscheinend immer um die ganz großen Themen. Frieden, Wohlstand, Sicherheit, was aber irgendwie recht schwammig klingt. Ich meine, wer will keinen Frieden, keinen Wohlstand und keine Sicherheit? Tatsächlich geht es bei der EU-Wahl um viel konkretere Fragen und Probleme, die Europa regeln sollen, und um die Suche nach Verbesserungen. Deswegen will ich heute mal über meine Top-Themen sprechen, die bei der Europawahl eine Rolle spielen und die meiner Meinung nach besonders für junge Leute wie uns in der EU spannend sind. Und gleich vorweg, eine perfekte für alle gleiche Liste gibt es wahrscheinlich nicht. Das ist einfach meine Auswahl. Erstens, Umweltschutz und Klimawandel. Die Fridays for Future Bewegung fordert aktuell, dass die Ziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden. An dem sind knapp 200 Länder beteiligt, auch die Mitgliedstaaten der EU. Die haben gemeinsam das Ziel gesteckt, den Anstieg der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Eigentlich. Denn wenn es nach Fridays for Future geht, passiert das bisher nicht genug. Auch in Deutschland nicht. Explizit fordern sie, bis 2035 soll Deutschland nur noch so viel CO2 ausstoßen, wie durch die Natur auch wieder gebunden werden kann. Ein Kohleausstieg bis 2030, da Kohle die größte Ursache für Deutschlands zu hohen Ausstoß von CO2 ist. Und stattdessen soll eine 100%ige Versorgung aus erneuerbaren Energien bis 2035 möglich sein. Die EU und ihre Mitgliedstaaten sind bei vielen dieser Themen schon grundsätzlich dran. Allerdings wollen sie sich mehr Zeit lassen. Um zum Beispiel einen Kohleausstieg langsam vorzubereiten, streicht die EU ab 2025 die finanzielle Unterstützung für die Kraftwerke vollständig. Ein Europa, welches das Klima nicht mehr negativ beeinflusst, soll nach dem jetzigen Plan nämlich erst 2050 erreicht werden. Nur in 2050 bin ich fast 60. Meine Tochter ist dann älter, als ich jetzt bin. Kritiker sind der Überzeugung, dann ist es schon zu spät. Gerade wir junge Menschen sind ja die, die am längsten mit den Konsequenzen leben müssen. Deswegen ist Umweltschutz im Wahlkampf ein großes Thema. Zweitens, Digitalisierung. Auch ein Thema, was mir als junger Mensch wichtig ist und wo die EU etwas verbessern kann, die Digitalisierung. Sei es der Schutz unserer persönlichen Daten beim Surfen oder das Abschaffen der Roaming-Gebühren. Beim Thema Digitalisierung hat die EU schon zwei Ergebnisse vorzuweisen. Doch gerade die kontroverse Debatte um Artikel 13 hat gezeigt, dass es manchmal vielleicht doch einen klitzekleinen Unterschied gibt zwischen dem Verständnis des Internets bei einigen älteren Politikern und Politikerinnen und Leuten, die mit dem Internet aufgewachsen sind. Wichtig erscheint mir, dass die jungen Perspektiven beim Thema Digitalisierung auch eine Rolle spielen, zum Beispiel indem fähige Leute ins Europaparlament gewählt werden. Speziell beim Thema YouTube und Uploadfilter ist die Debatte für mich auch noch nicht beendet. Besonders unklar ist, wie die jeweiligen Länder das jetzt umsetzen und wie das dann in Europa zusammenpasst. Drittens, europäischer Mindestlohn. Das mag sich für jemanden aus Deutschland jetzt erstmal nicht so spannend anhören, denn wir haben ja einen Mindestlohn. Allerdings auch erst seit 2015, nachdem er in den Wahlkämpfen davor recht heiß zwischen den Parteien diskutiert wurde. Bisher haben 22 von 28 Mitgliedstaaten einen Mindestlohn. Aktuell ist der in Luxemburg mit 11,97 € der höchste, wobei in Bulgarien nur 1,72 € gezahlt werden müssen. Dass die Mindestlöhne unterschiedlich sind, hängt natürlich damit zusammen, dass in den EU-Ländern verschiedene wirtschaftliche Voraussetzungen herrschen. Zum Teil auch noch mit verschiedenen Währungen, denn nicht alle EU-Staaten haben ja den Euro. Die Mitgliedstaaten sind wirtschaftlich also unterschiedlich stark. Allerdings hat dieser Unterschied in den vergangenen Jahren zugenommen. Damit wächst die Kluft zwischen reichen und armen EU-Staaten, sodass nicht überall in der EU ähnliche Lebensverhältnisse gegeben sind. Doch das sollte eigentlich so sein. Denn wie die Möglichkeit, sich seinen Arbeitsplatz auch in einem anderen EU-Land auszusuchen, ist auch ein Grundziel der EU, dass es ihren Bürgerinnen und Bürgern gut geht. Das Ziel ist es, dass jeder Mensch in der EU von seiner Arbeit leben kann und wachsende Ungleichheit innerhalb Europas zu bekämpfen. Ein Vorschlag ist zum Beispiel, die Mindestlöhne an den jeweiligen Durchschnittslohn des Landes anzupassen. Für diese Vorschläge gibt es immer mehr Befürworter. Es gibt aber auch Kritik. Zum einen ist bisher nicht klar, wie genau das umgesetzt werden kann. Außerdem könnte es bedeuten, wenn überall ein Mindestlohn gilt, dass auf lange Sicht verhindert wird, dass Leute mehr Geld bekommen. Besonders in Ländern, bei denen der Mindestlohn vielleicht sogar schon höher ist. Viertens, Jugendarbeitslosigkeit.
Das Gleiche gilt für das Thema Jugendarbeitslosigkeit. Auch da haben wir in Deutschland vielleicht einen anderen Blick drauf. Bei uns hört man eher, dass Ausbildungsplätze unbesetzt bleiben, sogar trotz möglicher Übernahme nach dem Abschluss. In der EU ist Jugendarbeitslosigkeit aber auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Nach der letzten Wirtschaftskrise stieg die Arbeitslosenquote der 15- bis 24-Jährigen in der EU von 15% 2008 auf einen Rekordwert von 24% im Jahr 2013. Zum Vergleich, in Deutschland war sie 2013 bei rund 8%. In Ländern wie Spanien, Griechenland und Italien lag die Jugendarbeitslosigkeitsquote zwischenzeitlich bei über 40%. Obwohl sie in den letzten Jahren wieder auf knapp 15% gesunken ist, bleibt es bedenklich, dass die unter 25-Jährigen wesentlich öfter arbeitslos sind als der Rest der Bevölkerung. Zum Beispiel waren in Griechenland im Februar diesen Jahres 39,5% der Jugendlichen arbeitslos, während die allgemeine Arbeitslosenquote bei weniger als der Hälfte lag. In Italien war sie bei Jugendlichen 3-mal höher als bei der Gesamtbevölkerung. Auch hier der Vergleich: In Deutschland sind nur rund 6% der Jugendlichen arbeitslos, gegenüber 3%. Daher macht die EU Geld locker, um den jugendlichen Leuten Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Konkret bis 2020 8,8 Milliarden Euro, um in Regionen mit über 25% Jugendarbeitslosigkeit mehr Bildung und Ausbildung zu unterstützen und Jugendlichen bessere Jobs zu vermitteln. 5. Steuern. Und wie finanziert man das alles? Durch Steuern. Irgendwie schaffen es aber meiner Meinung nach überraschend viele Leute, besonders Firmen aus dem Silicon Valley wie Facebook, Google oder Amazon, auf magische Weise keine oder wenig Steuern in der EU zu zahlen. Das geht in den meisten Fällen durch besonders niedrige Steuersätze und durch legale Lücken, wie zum Beispiel in Malta, Luxemburg oder Irland. Das sind Mitgliedstaaten der EU, die bewusst große Unternehmen durch ihre niedrige Steuerlast locken, um damit zum Beispiel Arbeitsplätze in ihrem Land zu schaffen. Wo ist das Problem? Internetkonzerne wie Amazon, Google oder Facebook machen in ganz Europa viel Geld. Sie zahlen dabei aber den Steuersatz des Landes, in dem sie ihren europäischen Sitz haben. So gesehen funktioniert das Locken von Luxemburg und Irland also ganz gut. Andere EU-Länder aber kritisieren das. Und so gab es den Versuch, eine einheitliche Digitalsteuer für alle EU-Länder einzuführen. Der Vorschlag wurde aber nach monatelangen Verhandlungen Anfang diesen Jahres abgelehnt. Es war ein einstimmiges Ja aller europäischen Finanzminister nötig und Irland, aber auch Länder wie Schweden oder Dänemark waren dagegen. Jetzt wird weiter diskutiert, ob sich bei dem Thema Steuern und Digitalunternehmen nicht eine umfassendere, auch über die EU-Länder hinaus geltende Lösung finden lässt. 6. Gemeinsame Asylpolitik. Ähnlich uneinig wie bei den Steuern sind sich die Länder bei der Asylpolitik. Bisher gilt die sogenannte Dublin-Verordnung. Die regelt, welcher Mitgliedstaat für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist. Das ist in der Regel das Land, in dem der Geflüchtete als erstes eingereist ist. Knackpunkt der Kritik daran: Länder, die ans EU-Ausland grenzen, werden stärker belastet. Die etwa im Inland liegen, so gut wie gar nicht. Zum Beispiel kritisierten das Griechenland und Italien, die sich alleingelassen fühlten, als 2015 viele Geflüchtete dort ankamen. Eine Idee ist es, die Asylanträge umzuverteilen oder auch Länder mit hoher Belastung finanziell zu unterstützen. Aber es gibt auch einige Länder in der EU, wie Polen, Ungarn oder Tschechien, die lieber keine Geflüchteten aufnehmen würden. Die EU fordert seit mehreren Jahren eine gemeinsame Lösung in Asylfragen. Für sie ist gegenseitige Unterstützung und Übernahme von Verantwortung wichtig. Ein neues Abkommen scheint dringend nötig zu sein. Doch das ist wirklich kompliziert und führt uns direkt zum nächsten Thema. 7. Anti-europäische Strömungen. Viele Parteien und Aktivisten halten ein Thema bei der Wahl für besonders wichtig: rechtspopulistische Strömungen in Europa. Über die letzten Jahre sind in vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien immer stärker geworden. Sei es die Lega Nord in Italien, die PVV in den Niederlanden oder auch die AfD in Deutschland. Diese Parteien sind alle EU-kritisch und doch interessieren sie sich sehr für die kommende Europawahl und bereiten sich, laut Zeitungsberichten, schon länger vor, indem sie einen Zusammenschluss im Europaparlament planen. Wenn das klappen würde, könnten sie, Umfragen zufolge, sogar über 20% der Sitze im Parlament einnehmen. Bisher sind die rechtspopulistischen Parteien der verschiedenen Länder im Europaparlament nämlich auf verschiedene Fraktionen verteilt. Gelingt ihnen ein Zusammenschluss zu einer großen Fraktion, wären sie sehr mächtig.
Zu Fraktionen schließen sich Parteien mit ähnlichen politischen Interessen zusammen. Bei vielen Themen sind sich die rechtspopulistischen Parteien der verschiedenen Länder allerdings noch uneins. Zum Beispiel ist die Lega Nord aus Italien für eine faire Verteilung der Geflüchteten auf die anderen Staaten, während die ungarische Fidesz das strikt ablehnt. Doch wenn im Europaparlament 1/5 der Abgeordneten das Parlament, in dem sie sitzen, an sich vielleicht so gar nicht wollen, dann könnte es sehr schwierig werden, als EU noch irgendetwas hinzukriegen. Abseits von diesen Themen gibt es natürlich auch noch andere. Die wichtigste Frage ist aber, wie steht ihr zu all diesen Themen? Welches ist euch am wichtigsten und was würdet ihr ändern? Die antretenden Parteien in Deutschland haben auch ihre eigenen Ideen, aber vertreten sie auch eure Interessen? Schaut doch mal im Valomat zur Europawahl rein und vergleicht eure Positionen. Das ist natürlich alles unten verlinkt. Ich habe zum Thema Europawahl außerdem weitere Videos erstellt, ebenfalls natürlich alles in der Beschreibung. Und welche Themen sind euch persönlich wichtig? Schreibt das gerne mal in die Kommentare.